Das Bundesliga-Topspiel am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga, der VfB Stuttgart zu Hause gegen Borussia Dortmund. Hallo liebe VfB- und BVB-Fans, willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Ja, das Spitzenspiel am Samstag 18:30 Uhr Stuttgart gegen Dortmund. Dazu gibt es dann wie immer meine Infos über beide Teams, über Stuttgart und Borussia Dortmund. Dazu die möglichen Aufstellungen vom VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und natürlich auch vom Dortmund-Coach Niko Kovac. Und zum Schluss mein Bundesliga-Tipp für Stuttgart gegen Dortmund. Ja, wie sieht dein Tipp aus? Schreib deine Bundesliga-Prognose für das Topspiel Stuttgart gegen Dortmund unten in die Kommentare. Möchtest du mehr Bundesliga-Videos sehen von meinem Kanal, dann danke ich dir auch schon mal für einen Daumen hoch fürs Video und natürlich für ein Abo für Werners Fußballecke. Aktiviere die Glocke und du verpasst kein Bundesliga-Video mehr von meinem Kanal. Ja, dann schauen wir uns mal die möglichen Aufstellungen an vom VfB Stuttgart und natürlich auch von Borussia Dortmund. Ja, hier sehen wir schon mal die möglichen Aufstellungen von Sebastian Hoeneß für den VfB Stuttgart und natürlich auch die Startelf von Niko Kovac beim BVB. Bevor wir aber gleich im Detail auf beide Aufstellungen eingehen, werfen wir erstmal einen kurzen Blick auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle vor dem 28. Spieltag. Und ja, da haben wir das absolute Topspiel Borussia Dortmund auf Platz 2 gegen den VfB Stuttgart auf Platz 3. Also mehr Spitzenspiel geht eigentlich kaum. Für den VfB Stuttgart und Trainer Sebastian Hoeneß geht es in diesem Spiel um extrem wichtige 3 Punkte im Kampf um die Champions League Plätze. Aktuell hat der VfB 3 Punkte Vorsprung auf Leipzig und die TSG Hoffenheim und sogar 4 Punkte auf Leverkusen. Das bedeutet ganz klar, gerade zu Hause musst du diese Spiele gewinnen, um Platz 3 zu sichern oder vielleicht sogar noch weiter auszubauen. Beim BVB sieht die Ausgangslage dagegen ein bisschen entspannter aus. Klar, es sind noch 21 Punkte zu holen, aber Dortmund steht aktuell mit 61 Punkten auf Platz 2 und hat damit schon 8 Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Und sogar 11 Punkte Vorsprung auf Leipzig und Hoffenheim. Also ganz ehrlich, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass Dortmund jetzt noch 4 Spiele verliert und die anderen Teams gleichzeitig alles gewinnen. Heißt also, der BVB kann ein Stück weit entspannter in dieses Spiel gehen und erstmal den VfB zu Hause kommen lassen. Aber ganz wichtig, viele BVB-Spieler wollen sich noch für die WM empfehlen oder sich vielleicht auch für neue Vereine ins Schaufenster stellen. Also, die Dortmunder werden definitiv weiterhin alles reinwerfen. Und jetzt wird's interessant. Borussia Dortmund hat zuletzt in der Saison 2022/23 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Damals, ja, mit einem dann doch klaren 5:0 Heimsieg. Seitdem aber sieht die Bilanz ganz anders aus. Stuttgart hat 4 Bundesligaspiele gewonnen und dazu gab es noch 2 Unentschieden. Heißt, der BVB hat definitiv noch eine offene Rechnung mit dem VfB. Und was die Form angeht, beide Teams sind richtig gut drauf. Der VfB Stuttgart hat aus den letzten 6 Bundesligaspielen 4 Siege geholt und Borussia Dortmund kommt ebenfalls auf 4 Siege aus den letzten 6 Spielen. Und vor allem zu Hause ist Stuttgart aktuell wieder richtig stark. Die letzten 4 Heimspiele wurden alle gewonnen mit einem Torverhältnis von 9:1 Toren. Aber auch der BVB auswärts ist brutal stark. Aus den letzten 5 Auswärtsspielen gab es 3 Siege und 2 Unentschieden. Und jetzt kommt's, Dortmund hat in dieser gesamten Saison erst ein Auswärtsspiel verloren. Und das war am 7. Spieltag beim 1:2 gegen Bayern München. Also ja, der BVB spielt wirklich eine überragende Saison. So, und jetzt schauen wir uns mal die Abwehrreihen beider Teams etwas genauer an. Beim VfB Stuttgart kann Trainer Sebastian Hoeneß gegen den BVB auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Heißt also, alle Mann sind an Bord. Klar, man muss erst abwarten, ob Hoeneß mit einer Dreierkette oder wie hier mit einer Viererkette spielen lässt. Ich gehe aber ganz klar vom 4-2-3-1-System aus.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Hoeneß genau die gleiche Abwehr aufstellt wie beim 5:2 Auswärtssieg am letzten Spieltag in Augsburg, mit einer Ausnahme wie hier, dass wieder Wagnumann mit in der Startelf ist. Heißt im Tor natürlich ganz klar Alexander Nübel. Auf der Linksverteidigerposition sehe ich Maximilian Mittelstädt. Der hat gegen Augsburg wirklich gut gespielt, muss man sagen, und immerhin auch die Vorlage zum 3:0 von Nicolas Nathai geliefert. In der Innenverteidigung sind für mich auf jeden Fall Jeff Chabot und Finn Jeltsch gesetzt. Und ganz ehrlich, Jeltsch ist für mich sowieso der nächste neue deutsche Nationalspieler, ja, für Julian Nagelsmann. Rechts hinten, wie gerade schon erwähnt, setze ich wieder auf Joscha Wagnumann. Und insgesamt stellt der VfB mit nur 36 Gegentoren zusammen mit Leverkusen die viertbeste Abwehr der Bundesliga. Und das darf man auch nicht vergessen, Stuttgart spielt deutlich offensiver als viele andere Teams. Klar wäre auch Ramon Hendricks gerade wegen seinem Tempo ein Kandidat für die Startelf gegen den BVB. Aber so wäre erstmal das meine VfB-Defensive gegen Borussia Dortmund. Beim BVB steht natürlich Gregor Kobel im Tor. Und auch er ist ein absoluter Garant dafür, dass Dortmund mit nur 28 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Bundesliga stellt. Dazu kommt, Kobel hat schon 12-0 gespielt und mit einer Paradenquote von 71,1% sogar die beste aller Bundesliga-Stammtorhüter. Klar muss Niko Kovac auch schauen, wie seine Nationalspieler von den Länderspielen zurückkommen. Das gilt natürlich genauso auch für den VfB Stuttgart. Ich würde aber Nico Schlotterbeck wieder links spielen lassen, Waldemar Anton zentral und dazu ja Luca Reggiani auch wieder auf der rechten Seite. Natürlich hat Kovac mit Rami Bensebaini noch eine weitere Startelf-Option. Das würde heißen, Bensebaini rein auf Schlotterbecks Position und dafür würde Reggiani erstmal auf die Bank gehen. Aber man muss schon sagen, Reggiani macht das für sein Alter wirklich richtig gut in der BVB-Abwehr. Klar, beim 3:2 gegen den HSV war das jetzt nicht ganz perfekt, aber das darf man so einem jungen Spieler auch mal zugestehen. Wichtig ist, dass er aus seinen Fehlern lernt und es im nächsten Spiel besser macht. Dazu hat Kovac noch weitere Optionen wie Kaba oder ja auch Niklas Süle auf der Bank. Eher für die zweite Hälfte je nach Spielstand. Und ja, es wird richtig interessant zu sehen sein, wie Kovac seine Defensive gegen den aktuellen besten deutschen Stürmer Dennis Undaff aufstellt. So, bevor wir jetzt das Mittelfeld beider Teams anschauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Restprogramm vom VfB Stuttgart und Dortmund. Klar, für den BVB, der den Champions League Platz eigentlich schon sicher hat, ist das nicht ganz so entscheidend. Aber beim VfB Stuttgart sieht das komplett anders aus. Denn klar ist, wenn du in die Champions League willst, solltest du das Heimspiel jetzt gegen den BVB auf keinen Fall verlieren. Gerade zu Hause muss Stuttgart diese Spiele jetzt gewinnen. Denn die nächsten Spiele werden für den VfB definitiv nicht einfach. Klar, das nächste Heimspiel gegen den HSV musst du eigentlich gewinnen, um Platz 4 in der Bundesliga zu sichern. Aber auch der Hamburger SV braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Dann geht's auswärts zu den Bayern und da wird spannend sein, wie fokussiert der FC Bayern München dieses Spiel vor dem wohl alles entscheidenden Rückspiel gegen Real Madrid angeht. Da könnte tatsächlich was drin sein für den VfB Stuttgart. Danach folgen noch 2 Heimspiele gegen Bremen und am 33. Spieltag gegen Leverkusen. Und dazu 2 richtig schwere Auswärtsspiele in Hoffenheim und am 34. Spieltag bei Eintracht Frankfurt. Also ja, das sind noch richtig schwere Aufgaben für den VfB im Kampf um die Champions League Plätze. Heißt also ganz klar, 3 Punkte jetzt zu Hause gegen den BVB sind eigentlich schon fast Pflicht. Und wie gesagt, für Borussia Dortmund geht es jetzt vor allem darum, die Saison sauber zu Ende zu spielen. Mit aktuell 11 Punkte Vorsprung auf den 5. platzierten Hoffenheim sollte die Champions League auf jeden Fall safe sein. Jetzt schauen wir uns mal das mögliche Mittelfeld beider Teams an.
Beim VfB Stuttgart würde ich ganz klar auf Angelo Stiller und Atakan Karasor setzen. Gerade gegen den BVB brauchst du Spieler mit Erfahrung in solchen Topspielen. Klar, Chema Andres hat beim Sieg in Augsburg sehr gut gespielt, aber zu Hause gegen Dortmund würde ich wieder auf Stiller und Karasor setzen. Gerade die Zweikampfstärke von Karasor kann extrem wichtig werden gegen den BVB. Dazu seine Ballsicherheit und seine Ballgewinne, das kann richtig entscheidend sein. Und Stiller ist sowieso der Chef im Spiel vom VfB. Chema Andres kannst du dann je nach Spiellauf oder Spielstand in der zweiten Hälfte auf jeden Fall bringen. Ja, und wie sieht's beim BVB aus? Klar, der Ausfall von Felix Mensah tut richtig weh, gerade im Mittelfeld. Das wird nicht so einfach zu kompensieren, denn Mensah hat sich zu einem der wichtigsten Spieler beim BVB entwickelt. Sowohl defensiv als auch im Spiel nach vorne. Und ganz ehrlich, so viele gleichwertige Optionen hat Dortmund da aktuell nicht. Ich denke, Sabitzer wird auf jeden Fall in der Startelf stehen. Dazu würde ich Joe Bellingham stellen. Er hat gegen den HSV wirklich gut gespielt und hat im Vergleich auch mehr Startelf-Einsätze als Chukwuemeka. Ja, und Chukwuemeka ist sowieso eher ein Offensivspieler. Wenn überhaupt, dann ist er eher jemand für eine offensive Rolle oder für die zweite Halbzeit, um nochmal frischen Schwung nach vorne reinzubringen. Auf den Außen sehe ich dann natürlich Svensson und Ryerson. Und gerade Julian Ryerson spielt aktuell eine richtig starke Saison. Mit 12 Torvorlagen ist er sogar der drittbeste Vorlagengeber der Bundesliga. So, bevor wir jetzt zur Offensive beider Teams kommen, schauen wir uns nochmal die torgefährlichsten Spieler und die besten Vorlagengeber beider Teams in der Bundesliga an. Klar, Dennis Undaff mit aktuell 18 Bundesligatoren fällt sofort ins Auge. Vor allem im Vergleich zu Guirassy mit 13 Treffern für den BVB. Damit liegt Undaff sogar auf Platz 2 der Bundesliga-Torjägerliste, gleich ja hinter Harry Kane. Und dazu kommen noch 5 Torvorlagen, also richtig starke Zahlen. Beim BVB ist Guirassy aber auch wieder in guter Form. 2 Tore in den letzten 3 Spielen und insgesamt 7 Treffer aus den letzten 8 Bundesliga-Partien. Also ja, sowohl die VfB-Abwehr als auch die Dortmunder Defensive werden ordentlich zu tun bekommen. Mit Undaff auf der einen und Guirassy auf der anderen Seite. Und ganz wichtig, hier trifft die zweitbeste Offensive des BVB auf die drittbeste Offensive der Bundesliga, ja, nämlich den VfB Stuttgart. Also eins ist sicher, Tore werden hier definitiv fallen. So, und jetzt schauen wir uns die möglichen Offensivreihen beider Teams an. Also ja, beim VfB Stuttgart würde ich auf den Außen wieder mit dem erstarkten Chris Führig starten. Immerhin kommt er auf 1 Tor und 2 Vorlagen in den letzten 5 Bundesligaspielen, also richtig gute Form. Dazu würde ich auch wieder mit 2 Stürmern spielen lassen. In diesem Fall natürlich mit Dennis Undaff quasi als Hängespitze und davor Ermedin Demirovic. Und auch Demirovic hat zuletzt geliefert, 2 Tore in den letzten 3 Bundesligaspielen. Über rechts würde ich erstmal auf El Kanouche gehen. Ob Jamie Leveling schon wieder bei 100% ist, muss man natürlich abwarten. Wenn er fit ist, gehört Leveling ganz klar in die Startelf. Und dann hat Hoeneß ja noch mit Thiago Tomasch eine weitere Option für rechts oder auch für den Sturm. Auch er hat beim 5:2 Sieg in Augsburg getroffen. Oder du bringst ihn eben in der zweiten Hälfte von der Bank, um nochmal neue Torgefahr reinzubringen. Und natürlich darf man auch Nicolas Nathai nicht vergessen. Der hat gegen Augsburg wirklich überragend gespielt. 1 Tor und eine Vorlage. Also ja, Nathai wäre definitiv auch ein Kandidat für die Startelf gegen Borussia Dortmund. Da kann man echt gespannt sein, wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Ende aufstellt. Und wie sieht es beim BVB aus? Da hat Trainer Niko Kovac zumindest offensiv auch einige Optionen. Für mich gehören Maximilian Bayer und Guirassy auf jeden Fall in die Startelf. Denn auch Bayer ist aktuell richtig gut drauf. 3 Vorlagen und 1 Tor in den letzten 3 Bundesligaspielen. Das spricht absolut für sich.
und weil ein Mensch ja leider ausfällt, würde ich Julian Brandt mit in die Startaufstellung nehmen. Gerade für das Offensivspiel gegen Stuttgart. Denn auch Brandt will sich zeigen, sei es für neue Vereine oder generell nochmal für die Aufmerksamkeit. Und das gilt natürlich auch für Spieler wie Bayer oder ja auch Karim Adeyemi, gerade mit dem Blick auf die Weltmeisterschaft. Adeyemi und auch Fabio Silva würde ich dann eher für die zweite Halbzeit einplanen. Als frische Offensivpower und ja zusätzliche Torgefahr. Und dann hast du ja auch noch jemanden wie Jan Kauto, den du später bringen kannst, zum Beispiel für Ryerson. Also ja, da hat BVB-Coach Niko Kovac schon einige Möglichkeiten und Varianten in der Offensive. Lassen wir uns da auf jeden Fall mal überraschen. Wenn man sich die möglichen Aufstellungen vom VfB Stuttgart und Borussia Dortmund anschaut, dann können wir uns hier wirklich auf ein echtes Bundesliga-Topspiel mit vielen Torchancen freuen. Denn beide Teams wollen dieses Spiel gewinnen. Vielleicht der eine ein bisschen mehr als der andere. Und ja, mit Stuttgart und Dortmund sehen wir hier aktuell zusammen mit Bayern die konstantesten Teams der Bundesliga. Daher ist dieses Spiel auch extrem schwer einzuschätzen. So, kommen wir zu meinem Bundesliga-Tipp für den VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Ich hatte ja in meiner großen Bundesliga-Prognose zum 28. Spieltag auf ein torreiches 3:2 für den VfB getippt. Und ja, ich bleibe auch erstmal dabei, aber klar ist auch, natürlich kann der BVB dieses Spiel in Stuttgart genauso gewinnen. Hier treffen wirklich zwei absolute Top-Teams der aktuellen Bundesliga aufeinander. So, und jetzt seid ihr gefragt, liebe Fußballfreunde, wie sieht eure Prognose für Stuttgart gegen Dortmund aus? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Freuen wir uns auf ein richtig torreiches Spitzenspiel. Also dann, bleibt sportlich, drückt euren Teams die Daumen und wir sehen uns im nächsten Bundesliga-Video auf Werners Fußballecke. Also bis dann, tschüss!